Hallöchen ihr Lieben und willkommen. Für diesen hübschen Fledermauspulli werde ich für eine Größe M häkeln. Das ist eine Größe 38. Bei der Größe 38 ist der reguläre Brustumfang 100 cm. Also messt ihr für euch am besten euren Brustumfang aus, das ist immer besser. Oder aber, wenn ihr sagt, eure Hüften sind breiter als der Brustumfang und ihr möchtet, dass der Pullover auf oder sogar über die Hüften geht, dann selbstverständlich den Hüftumfang ausmessen. Euer Ergebnis teilt ihr dann durch 2. In meinem Fall wären es dann 50 cm. Und egal für was für eine Größe ihr häkelt, wir rechnen hier nochmal plus 5 cm drauf, dann komme ich persönlich auf 55 cm. Wir schlagen also jetzt gleich eine Kette an auf, bei mir jetzt 55 cm und ihr entsprechend eurer Maße. Als nächstes wird es dann so aussehen, dass wir erst einmal eine Fläche von unserer Maße, bei mir sind es 55, anschlagen und 20 cm hochhäkeln. Also ein Rechteck 20 mal 55 oder euer Projekt 20 mal euer Ergebnis. Danach werden wir Reihe für Reihe Zunahmen machen, bis entweder euer Pullover für euch lang genug ist oder ihr sagt, die Ärmel reichen mir. Schaut, dass ihr da für euch ein schönes Mittelmaß findet. Zum Schluss benötigt ihr dann nochmal die Ärmelhöhe. Haltet den Fledermauspulli grob an und schaut, wo die Ärmel ungefähr bei euch sitzen. Nehmen wir mal beispielsweise T-Shirt-Länge. Dann nehmt ihr hier ungefähr Maße, wie hoch eure Ärmelaussparung sein soll. Und das ist dann der letzte Part. In meinem Fall sind es 15 cm. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr unterm Video in der Infobox und dann würde ich sagen, an die Nadeln und los geht's. Ihr könnt nun eine Luftmaschenkette anschlagen auf eure entsprechende Maße und dann einmal mit Stäbchen zurückhäkeln oder aber mit mir jetzt gemeinsam eine direkte Kette und zwar den Fußschlingenanschlag häkeln und zwar mit Stäbchen. Ihr habt dann ein recht gutes Ergebnis, eine elastische Stäbchenkette und spart euch somit Hin- und Rückreihe. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, machen einen Umschlag und gehen in die erste Masche zurück. Ich nehme hier immer vorzugsweise die untere einzelne Schlaufe, hole den Faden durch, nehme die Kette so mit dem Daumen, damit ich alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen kann. Masche erst eine Schlaufe ab, das ist die Masche, auf dem das Stäbchen steht, quasi der Boden. Und dann hole ich den Faden durch 2 und nochmal durch 2, so wie wir es für ein Stäbchen kennen. So, und dann haben wir optisch schon mal unsere 2 Stäbchen, die Steigeluftmaschen und ein Stäbchen. Und jetzt hat sich hier unten am Stäbchen eine komplette Masche gebildet. Ich mache einen Umschlag, nehme mir die komplette Masche auf, hole wieder den Faden durch, halte beides so fest, damit ich alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen kann, durch eine für den Boden, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Jetzt hat sich wieder eine neue Masche gebildet, Umschlag, in die nächste gebildete Masche einstechen, Faden holen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, das ist immer wichtig, damit die Kette schön elastisch bleibt, durch eine für den Boden, auf dem unser Stäbchen steht und dann durch 2 und durch 2, wie wir es bei einem Stäbchen kennen. So, und jetzt haben wir schon ganz fix 4 Stäbchen gehäkelt. Umschlag, nächste gebildete Masche,
Faden holen, durchziehen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden und durch 2 für ein Stäbchen. Und wenn man den Dreh einmal raus hat, dann geht das rucki zucki und ihr habt in 0, nichts eine Kette aus Stäbchen auf eure Maße gehäkelt. Und wenn ich meine 55 cm erreicht habe, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Nach 84 Maschen plus eine mehr, also 85 Maschen, habe ich meine 55 cm erreicht und dann kommen wir nun zum Muster. Wenn ihr eine Kette angeschlagen habt für euer Projekt, durchgezählt halber durch 4 plus eine mehr, kommen wir nun zu Reihe 1. Wir beginnen mit 4 Steigeluftmaschen, machen 2 Umschläge. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, oder aber wenn ihr mit einer Luftmaschenkette gehäkelt habt, dann müsst ihr jetzt 4 für ein Doppelstäbchen und nochmal 2 freilassen, also 6 Maschen freilassen und in die 7. einstechen. Wenn ihr eine Kette aus festen Maschen, halbe Stäbchen oder Stäbchen habt, dann bleiben Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen. Wir lassen die ersten 2 Maschen aus und gehen dann in die 3. hinein und häkeln dort ein Doppelstäbchen. Durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und nochmal durch 2 Schlaufen. 2 Umschläge, nächste Masche, einstechen und ein Doppelstäbchen durch 2 und durch 2. Danach machen wir wieder 2 Umschläge und gehen nun zurück in die erste freigelassene Masche. Stechen dort ein, holen den Faden durch 2 und durch 2. 2 Umschläge und die zweite freigelassene Masche einstechen, Faden holen, durch 2 und durch 2. Und nun haben wir 2 mal 2 verkreuzte Stäbchen. 2 Umschläge. Nun zieht sich die eine belegte Masche zur Seite weg, also immer schauen, welche belegt ist. Danach 1, 2 freilassen, in die 3. einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln. 3 mal durch 2. 2 Umschläge, nächste Masche, ein Doppelstäbchen. Durch 2 und durch 2. 2 Umschläge, zurück in die erste freigelassene Masche, durch 2 und durch 2 und 2 Umschläge durch die zweite und letzte freigelassene Masche. Und somit ist unsere nächste Gruppe fertig. Noch einmal 2 Umschläge, darauf achten, welche Masche belegt ist, erste und zweite freilassen, in die 3. einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln. 2 Umschläge, nächste Masche, ein Doppelstäbchen häkeln. 2 Umschläge, zurück in die erste Masche, ein Doppelstäbchen häkeln und die letzte Masche, ein Doppelstäbchen häkeln. Und somit haben wir die nächste Gruppe fertig. Und so nun erstmal die ganze Reihe. 2 Umschläge, 2 Maschen freilassen, in die 3. einstechen, ein Doppelstäbchen. 2 Umschläge, nächste einstechen, ein Doppelstäbchen. 2 Umschläge, zurück in die erste, ein Doppelstäbchen und 2 Umschläge, die letzte Masche, ein Doppelstäbchen.
Und am Ende der Reihe das gleiche Spektakel wie gehabt. In die letzte und vorletzte ein Doppelstäbchen, Umschlag, zurück in die erste freigelassene ein Doppelstäbchen, in die zweite und letzte freigelassene ein Doppelstäbchen und danach einen doppelten Umschlag und in die letzte Masche oder aber in den Steigeluftmaschen der Vorreihe mit einem Doppelstäbchen die Reihe beenden. Und so sieht es dann aus. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen wieder mit 4 Steigeluftmaschen. Machen 2 Umschläge und lassen auch hier wieder die erste und die zweite frei und stechen in das dritte und das vierte ein und häkeln dort ein Doppelstäbchen. Zwei Umschläge und auch hier wieder in die erste freigelassene zurück ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge und die letzte und zweite freigelassene ein Doppelstäbchen. Und dann sieht das so aus. 2 Umschläge, erste und zweite freilassen, in die dritte ein Doppelstäbchen und in die vierte ein Doppelstäbchen. 2 Umschläge, in die erste ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge und in die zweite ein Doppelstäbchen. Und dann bekommt ihr so ein wunderschönes Muster. Und am Ende der Reihe, nach eurer letzten Verkreuzung, 2 Umschläge und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe, in der vierten von unten angezählt, mit einem Doppelstäbchen die Reihe beenden. Das war Reihe 2. Kommen wir noch zum Anfang von Reihe 3. 4 Steigeluftmaschen, wenden und dasselbe wie immer, 2 freilassen, in die dritte ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge, in die vierte ein Doppelstäbchen, 2 Umschläge, in die erste zurück ein Doppelstäbchen und in die zweite ein Doppelstäbchen. Ein ganz einfaches und wunderschönes Muster, mit welchem man sehr zügig vorankommt, da man Reihe für Reihe sehr schnell an Höhe gewinnt und somit auch größere Projekte recht schnell häkeln kann. So, und ab hier werde ich jetzt erst einmal Reihe für Reihe so weiter häkeln, bis wir eine Höhe von 20 cm erreicht haben. Und dann noch ein kleiner Tipp bei diesem Muster. Dadurch, dass wir hier mit Reliefstäbchen arbeiten, könnt ihr zwischendurch auch mal ganz leicht euer Projekt so dehnen und ihr werdet
hin und wieder merken, wie sich manche Stäbchen nochmal in die richtige Position setzen. Dadurch sieht die Struktur dann noch schöner aus, kommen dann etwas hervor und werden noch gleichmäßiger. Und erst dann sollte man dann auch abmessen, je nachdem, für was man häkelt. Zurück nach 10 Reihen habe ich 20 cm erreicht und wir kommen nun zu den Zunahmen, die wir links und rechts machen müssen. Dazu beginnen wir auch weiterhin mit 4 Luftmaschen für unser Muster. Und die Zunahmen werden jetzt immer in jeder zweiten Reihe gemacht. Also eine Reihe mit Zunahmen, eine normale Reihe drüber häkeln. Eine Reihe mit Zunahmen, eine wieder drüber häkeln. Und die Zunahmen gehen so, dass wir auch wieder 2 Umschläge machen und gehen in die Masche der Steigeluftmaschen und häkeln dort 5 optische Doppelstäbchen. Die Steigeluftmaschen zählen schon als erstes. Also Steigeluftmaschen 1, 2, 3, 4, sodass wir 5 optische Doppelstäbchen haben. Und danach bleiben wir im Muster und machen wieder unsere verkreuzten Doppelstäbchen, wie wir es gewohnt sind. Und das rüber bis auf die andere Seite. Und dann haben wir schon mal auf dieser Seite unsere erste Zunahme. Und am Ende der Reihe, nach unserer letzten Gruppe, gehen wir nun in die Steigeluftmaschen der Vorreihe, in der 4. Masche von unten angezählt, mit 2 Umschlägen hinein und häkeln ab dort 5 Doppelstäbchen als Abschluss hinein. So, und wenn wir das haben, unsere 5 Doppelstäbchen, dann kommt jetzt als nächstes eine Reihe normal drüber und dann können wir hier über unsere Doppelstäbchen wieder eine Mustergruppe hinzufügen und mit einem Stäbchen oder Doppelstäbchen die Reihe beenden. So, und ab hier nun könnt ihr Reihe für Reihe so weiter häkeln, immer eine Reihe mit Zunahmen und dann wieder eine normale Reihe drüber, eine mit Zunahmen, eine normale Reihe drüber und dann wächst euer Fleeli immer mehr in die Breite. Das Ganze könnt ihr dann so lange machen, wie ihr euren Pullover für euch lang haben möchtet und weit haben möchtet. Findet für euch da so ein ungefähres Mittelding. Am Ende werden nachher nochmal ca. 15 cm gerade dran gehäkelt. Die solltet ihr natürlich von der Gesamtlänge noch berücksichtigen und abrechnen. Es sei denn, ihr möchtet spitz zu laufende Ärmel haben, dann könnt ihr auch die Zunahmereihen dementsprechend lang machen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich meine Zunahmen dann soweit habe. Bis gleich. Zurück. Wir haben begonnen, 10 Reihen gerade hoch zu häkeln und danach habe ich 10 Reihen mit Zunahmen gemacht. Nun habe ich fast die Gesamtlänge meines Pullovers erreicht und kann jetzt die Ärmelaussparungen gerade
hochhäkeln. Dazu setze ich mir jetzt hier in die letzte Masche einen Marker, denn auch wenn ich hier die normale Masche gewählt habe, in der vorletzten war die Zunahme, gehört diese Reihe noch zu den Zunahmen und geht seitlich weg. Ich setze mir hier den Marker, damit ich weiß, ab hier sind die Zunahmereihen erst Ende und bis dahin wird dann später vernäht oder aber zugehäkelt. So, und nun wird jetzt Reihe für Reihe gerade wieder hochgehäkelt, so wie wir es unten am Anfang gemacht haben, und das so weit, wie wir unsere Ärmelaussparung breit haben wollen. Ich werde hier ca. 15 cm hochhäkeln. Was ihr machen könnt, ihr könnt jetzt euren Fledermauspulli einmal nehmen und auf einen gut sitzenden Pullover legen und schauen, wo das Ganze endet und da die Ärmelhöhe übernehmen. So könnt ihr euch das Ganze auch leicht machen. Oder aber ungefähr schätzen, das kann jeder machen, wie er möchte. Nun einfach gerade hoch, wie auch am Anfang. Und das auf 15 cm oder eure Maße, die ihr errechnet habt. Und dann ist unser Häkelstück auch soweit fertig. Und wenn ich soweit bin, zeige ich euch noch, wie mein erstes Häkelstück aussieht. Bis gleich. Zurück, ihr Lieben, einmal zusammengefasst. Ich habe damit begonnen, 10 Reihen hochzuhäkeln auf etwa 20 cm. Danach kamen die Zunahmereihen, da habe ich auch nochmal 10 Reihen insgesamt hochgehäkelt. Und zum Schluss kamen nochmal ca. 15 cm Ärmelhöhe, also Ärmelaussparung dran mit 7 Reihen. Als nächstes klappen wir unsere beiden Häkelstücke zusammen, denn das Ganze mussten wir mal 2 häkeln, markieren uns die Mitte und dann nehmen wir von einem gut sitzenden Pullover mal die Kragenweite. Ich habe mich hier für 24 cm entschieden, da die Schultern mit einem Zickzack zusammengehäkelt werden und dadurch ja auch noch ein bisschen der Kragen erweitert wird. So, dann könnt ihr euer Maßband in der Mitte anlegen. Und ich sage jetzt mal 12 cm nach links und 12 cm nach rechts abmessen und markieren. Danach können wir den mittleren Marker rausnehmen. Und ich habe meine 24 cm Kragenweite perfekt in der Mitte. Wer das auch wissen möchte, das sind 11 Grüppchen nach innen. Aber je nachdem, was ihr für eine Gesamtlänge habt, habt ihr fest oder locker gehäkelt, kann dann bei euch der Kragen anders ausfallen. Daher messt lieber selber, klappt zusammen, geht vom mittleren Marker nach links und nach rechts aus weg und nehmt das wirklich genau, weil es ist nachher ärgerlich, wenn ihr mit dem Zickzackmuster alles zusammengehäkelt habt, falls ihr nicht vernähen wollt, dann ist es nachher zu weit oder ihr müsst wieder alles aufribbeln. Daher spart euch lieber die Arbeit und vermesst das Ganze selbst aus. So, am Häkelstück Nummer 2 habe ich natürlich das gleiche gemacht. Einmal in der Mitte zusammengeklappt, gleiche Kragenweite. Und kann ich das Ganze aufeinander legen, fixieren. Und als nächstes verhäkle ich von außen zum ersten Marker mit einem Zickzack. Das sieht schön stylisch aus, gerade für den Sommer einfach nur mega. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Ich beginne außen in der 4. Steigeluftmasche an einem meiner Häkelstücke und fixiere mir dort meinen Faden mit einer Luftmasche. Danach häkel ich nochmal 2 zusätzlich, damit ich 3 Luftmaschen insgesamt habe. Nehme mir mein anderes Häkelstück und gehe auch dort in die 4. Steigeluftmasche von unten angezählt und fixiere die Kette mit einer Kettmasche. Danach häkel ich wieder
häkle ich wieder 3 Luftmaschen. Und nun darf ich ja nicht zu weit auseinander gehen, da ich nur 3 Luftmaschen habe. Also habe ich mich dazu entschieden, immer zwischen die Stäbchen zu gehen. 2 nach links, 2 nach rechts von unseren 4. Gehe genau mittig dazwischen und fixiere auch dort wieder mit einer Kettmasche. 3 Luftmaschen, rüber zum anderen Häkelstück und auch dort wieder in die Gruppe, in die Mitte, 2 nach links, 2 nach rechts, einfach um die Kette einstechen und mit einer Kettmasche fixieren. 3 Luftmaschen. Als nächstes nehme ich mir die große Lücke zwischen den Gruppen, gehe einfach um die Kette herum und fixiere mit einer Kettmasche. 3 Luftmaschen. Auf der anderen Seite genau das gleiche, in die große Lücke zwischen den Gruppen mit einer Kettmasche fixieren. 3 Luftmaschen. Danach kommt wieder die Gruppe. Ich gehe in die Gruppe, genau in die Mitte, zwischen die Stäbchen, 2 nach links, 2 nach rechts und fixiere dort mit einer Kettmasche. 3 Luftmaschen, rüber und auch hier wieder in die Mitte der Gruppe, 2 Stäbchen nach links, 2 Stäbchen nach rechts, mit einer Kettmasche fixieren. 3 Luftmaschen. Als nächstes kommt wieder die große Lücke gegenüber. Dort fixiere ich mit einer Kettmasche. 3 Luftmaschen. Auf der anderen Seite auch die große Lücke nehmen. Dort fixieren mit einer Kettmasche. 3 Luftmaschen. Als nächstes kommt auf der anderen Seite dann wieder die Gruppe. In die Mitte der Gruppe eine Kettmasche. 3 Luftmaschen. Rüber und auch dort in die Mitte der Gruppe eine Kettmasche. Und immer im gleichen Rhythmus und danach bekommen wir so ein schönes Zickzack, was sich nachher auch natürlich noch legt, etwas auseinanderziehen wird und dadurch sehr, sehr schön aussieht. So, ich werde jetzt noch bis zu meinen Maschenmarkern das Ganze im Zickzack verhäkeln. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite von außen nach innen zu unserem Marker. Und wenn wir das haben, dann gehen wir hin und machen noch links und rechts die Seiten. So, und da machen wir auch das Zickzack. Von unten an, hoch, bis zu unseren Ärmelaussparungen. Nur hier, das bleibt offen. Na, also einmal die Partie mit den Zunahmemustern zugehäkelt werden und auch die Partie mit den 20 cm vom Anfang. Und das auf beiden Seiten. Und dann ist unser Grundgerüst vom Fledi schon mal fertig. Und an der Seite mache ich dasselbe. Ich beginne unten in der seitlichen Masche, fixiere den Faden mit einer Luftmasche, 2 zusätzliche Luftmaschen, dass ich insgesamt 3 habe, nehme mir das andere Stück, fixiere alles mit einer Kettmasche, 3 Luftmaschen und hier gehe ich jetzt immer in die Naht von Reihe zu Reihe. Also hier die Naht, der Übergang, hier die Naht, der Übergang, immer dazwischen, denn hier haben wir, wie ihr seht, bei den 2 liegenden Stäbchen so eine Masche, wo wir einstechen können. Dadurch bleibt es dann schön fest. Also ich gehe zum Beispiel hier rüber, hier habe ich das liegende Stäbchen, hier habe ich das liegende Stäbchen, gehe in die Mittelnaht und mache dort die Kettmasche. 3 Luftmaschen, dann auch hier rüber, erste Reihe, zweite Reihe, in die Mittelnaht, in die Masche einstechen, 3 Luftmaschen, rüber. So, hier haben wir wieder die nächsten beiden Reihen, in die Naht hinein und eine Kettmasche.
Und so bekommt auch die Seite einen schönen Zickzackrand, der sich dann nicht auseinanderzieht oder die einzelnen Stäbchen komplett deformiert. Und auch hier wird jetzt einmal das Ganze verbunden, die 20 cm gerade, und die nächsten Reihen bis oben zu den Ärmelaussparungen, und diese bleiben dann frei. Und so sieht es aus an den Ärmeln und auch hier unten an den Seiten. Und das Grundgerüst sieht bislang so aus, und dann kommen wir zum Schluss zu den Bündchen. Bei dem Kragen haben wir ja die vorgegebenen Maschen, sowohl hinten als auch vorne. Da stechen wir einfach in jede Masche ein. Und bei der Zickzackreihe, da werde ich 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen häkeln. Und zwar werden um die Kette herum 3 Stäbchen wahrscheinlich passen, damit sich das etwas zusammenzieht, weil sonst würden wir den Kragen erweitern und hier würde der Kragen eine Welle schlagen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich beginne auch direkt am Zickzack, und zwar davor. Fixiere mir auch hier wieder meinen Faden. Mache insgesamt 3 Steigeluftmaschen. Und dann gehe ich einmal um das liegende Stäbchen vom Zickzack herum, masche nur ein halbes Stäbchen ab. Dann mache ich einen Umschlag, steche einmal mittig ein und häkel zur Hälfte ab und mache nochmal einen Umschlag und gehe in die Naht, also den Übergang zu den Maschen, und häkel dort auch ein halbes Stäbchen ab. So habe ich 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen, wenn ich alle 4 Schlaufen abgemascht habe. Und das gleiche dann natürlich auch auf der anderen Seite. Und ab hier habe ich dann die vorgegebenen Maschen. Da kann ich dann erst einmal in jede Masche mein Stäbchen häkeln. Hier bin ich jetzt wieder an meinem Zickzack angekommen, noch einmal gemeinsam. Ich häkel das erste Stäbchen nur zur Hälfte um das liegende Stäbchen ab. Mache einen Umschlag, steche dann in die Mitte des liegenden Stäbchens ein und masche zur Hälfte ab. Umschlag, und dann gehe ich um diese Mittelnaht herum, die rüber geht, Masche zur Hälfte ab und alle 3 gemeinsam. So bleiben die Stäbchen dort, wo sie sein sollen, und habe 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und danach wieder in jede Masche des nächsten Häkelstückes ein Stäbchen verteilen, bis die Runde zu Ende ist. Mit einer Kettmasche schließen, Fäden vernähen. Und dann haben wir auch hier unsere eine Stäbchenreihe am Kragen. Das gleiche dann noch links und rechts an den Ärmeln. Und nachdem wir dann einmal rum sind, darauf achten, welche Masche belegt ist. Diese zieht sich nämlich stark zur Seite weg, und dann können wir in der zweiten Steigeluftmasche, von unten angezählt, die Runde mit einer Kettmasche beenden und haben einen schönen Übergang. Würden wir jetzt oben in der dritten Steigeluftmasche, würde sich da so ein kleiner Hubbel bilden. Daher nehme ich immer die zweite von unten. So, einmal den Faden noch vertüddeln. Dann können wir beide Fäden vernähen.
Und dann ist unser Kragen auch soweit fertig. Und bei den Ärmeln genau das gleiche im Endeffekt, nur dass wir hier keine vorgegebenen Maschen haben. Ich habe auch hier wieder vor dem Zickzack angefangen, 2 Stäbchen ums Zickzack herum und das dritte dann in die Mittelnaht. Danach haben wir die liegenden Doppelstäbchen. Hier bin ich trotzdem dabei geblieben, nur 2 Stäbchen, um das liegende Stäbchen zu häkeln und 1 in die Übergangsnaht. 2 wieder ums liegende Stäbchen, 1 in die Übergangsnaht. Sonst würde dieser Rand zu labbrig sich auseinanderziehen. Und so, wie ihr seht, geht er ganz leicht etwas zusammen. Und so sieht der Kragen und die Ärmel am Ende aus. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen, ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln, lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.